dieser Folge sind wir auf einem riesigen Gewässer unterwegs, um riesige Barsche zu fangen. Wir wollen sie aber nicht nur fangen, sondern auch betäuben, aufschlitzen, mit einem Transponder ausstatten und wieder freilassen. Warum das Ganze? Das seht ihr in dieser Folge von Firstcast TV. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Heute was ganz Besonderes, sagen wir immer, aber ihr seht schon, wirklich was ganz Besonderes. Wir haben nämlich Professor Dr. Robert Arlinghaus mit am Start. Der Angelprofessor dürfte vielen unserer Zuschauer schon ein Begriff sein. Für die, die ihn noch nicht kennen, stellen wir Robert noch mal kurz vor. Mr. Arlinghaus hasst schnelle Boote und kaltes Wasser. Werdet in der Folge aber noch sehen. Unabhängig davon ist er Fischereiprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Robert wurde für seine Forschungsarbeiten vielfach ausgezeichnet. Zum Beispiel mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder dem Leibniz-Preis Forschung in Verantwortung. Wir müssen große Barsche fangen, aber was machen wir überhaupt mit den Barschen? Was ist das für ein Projekt? Lass mal, bevor wir ins Detail gehen, ganz kurz erklären, was wir machen. Also heute geht es darum, wirklich große Barsche zu fangen, die wir besendern wollen. Wir wollen das Verhalten der Barsche hier im Rhein-Delta untersuchen, zusammen mit den holländischen Partnern. Und ihr seid Barschangelhelfer heute. Ja, genau, wir sind also Helfer. Wie beim Jagen, die Treiber, sind wir heute die hoffentlich Fänger. Ja, Robert, noch nicht schnell gefahren, oder? Jetzt, das erste Mal. Da fliegt einem ja das Auge weg, ey. Das ist noch gar nichts gewesen. Diese Stelle, wo wir gerade sind, wird vielleicht der ein oder andere von euch erkennen. Und genau hier habe ich mit dem Köder meinen damaligen Barsch-PB von 55 cm fangen können. Genau ein Jahr her. Ja, hoffentlich klappt das jetzt wieder. Aber wir sind ja nicht nur zum Fangen hier, sondern vor allem auch für die Forschung. Und da werde ich Robert mal fragen, was wir ganz genau heute machen. Robert! Juhu! Man hört es vielleicht. Ne? Immer, wenn ich im März hier bin, bin ich krank. Warum auch immer. Letztes Jahr war es auch so. Da haben wir, glaube ich, mit den Hunter Brothers gefischt. Naja. So, Vecchi, ich mache meinen First Cast. Wünsche dir Glück. Ziehen raus. So, Köder einhängen. Dann geht's auch los für mich. Delta kombiniert mit der Creed. Wird Zeit für meinen ersten Hollandbarsch dieses Jahr. Bremse noch kurz checken. Ja, die ist schön zu. Und los. Ich muss natürlich an die Box ganz unten ran. Was machst du? Hast du einen Nace angeladen? Ich habe einen Nace angeladen aufgemacht. Und Robert, bist gleich einsatzbereit? Wie sagt man so schön, der macht da eine halbe Wissenschaft draus. Bei dir ist ich bin einfach schlecht organisiert, ganz einfach. So, jetzt hat hier jeder 10 Würfe gemacht, beziehungsweise Dustin und ich. Robert hat jetzt gerade eben erst angefangen zu angeln. Heute richtig Strecke machen, Dustin, oder? Ja, mal gucken, wo die Fische sind. Ich glaube nicht, dass wir die Fische geballt finden werden. Wir werden uns hier ein paar Barsche zusammenpflücken müssen. Ich mache mal kurz den Looper ran. Ja, im Winter auch immer unterschätzt. So, und mal eine kurze andere Sache. Der will sich hier schon wieder einen Shitstorm abholen. Kommt davon, wenn wir direkt einen Liter Wasser extra nach dem Aufstehen. Robert, die Zuschauer maulen ja immer, dass ich ins Wasser pinkel. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Negative Auswirkungen? Also hier im Rhein-Delta kann ich die Zuschauer beruhigen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, sagen wir so, das ist einfach respektlos der Natur gegenüber und der Kreatur, die da im Wasser lebt. Nein, ich verbinde mich einfach mit der Kreatur. Ein Teil von mir wird ein Teil der Natur. Ja. Robert, lass mal erklären, was machen wir genau? Also was erhoffst du dir von diesem Projekt? Ja, im Grunde geht es ja darum, überhaupt zu verstehen, was die großen Barsche machen. Wie die wachsen, wie die wandern, weil das ja eine sehr bedeutende Fischerei geworden ist und man nichts weiß, so richtig wissenschaftlich. Ne? Und hier gibt es die Situation, dass einige Empfangsstationen hier verteilt sind und wir besendern jetzt die Barsche, um zu schauen, wie die wandern über die Saison, 2 Jahre lang, ob die in die Flüsse reingehen im Sommer, wie die Austauschprozesse zwischen Hollandsdieb, Haringsvliet und so weiter ist. Langfristiges Ziel ist aber auch zu verstehen, warum werden die hier so besonders groß, oder? Ja, genau so ist das. Das ist wirklich eine Pilotstudie, wo wir einfach Restmittel zusammengeknapst haben. Sowohl Sportfisherie Nederland, Sportfisherie Südwest-Nederland, Universität Wageningen und wir in Berlin. Und wir wollen einfach erstmal erste Daten sammeln und wie du schon sagst, langfristig wollen wir ein großes Projekt auflegen, wenn wir die Mittel bekommen,
um diese Wachstumsfrage zu klären, weil das ist echt phänomenal, wie groß die Fische hier werden. Ja, cool. Robert, dann lass uns erstmal einen Fisch fangen, weil wenn wir keinen fangen, gibt es auch keine Studie. So sieht's aus. Das Forschungsprojekt läuft genau 3 Tage, in denen über 70 Fische gefangen werden müssen. Damit das auch klappt, sind mehrere Boote unterwegs. Gefangene Barsche werden mit dem Schnellboot abgeholt und entsprechend versorgt. Die Fische müssen einmal über Nacht gehältert werden, damit die ausgasen und dann werden die am nächsten Tag besendet. Spezialität. Das ist beste Sandwich ever, Alter. Auch von den Nährwerten. Healthy as fuck. Auch wenn es im Video vielleicht wieder nicht so aussieht, wir angeln schon echt eine ganze Weile. Komplett ohne Biss. Deswegen muss sich Vecchi auch erstmal ein Brot reindrücken. Und was passiert, wenn Vecchi ist? Na klar, Markus, unser Kameramann, schnappt sich die Rute und fängt mal wieder den ersten Fisch. Du weißt, was das heißt, ne, wenn das dein PB ist. Bitte? Wird hoffentlich nicht mein PB sein. Der erste Barsch. Flach. Juhu! Jawohl. Der Kameramann muss uns zeigen, wie es geht, Alter. Geil! Immer. Ah, er hat ja 40? Weil Ja, das hat wusste er. man am besten. Oder? Glaube ich nicht. 3 Würfe gemacht, Mittagspause wieder. Hat jetzt langsam Tradition. Nur 40 dürfen wir mitnehmen, oder was? Ab 40. 36. 36. Bei der Studie zählen nur große Barsche und 36 ist hier noch nicht so groß. Aber Ja, trotzdem, ey, du hast trotzdem, uns ja. gezeigt, wie es geht. Unglaublich. Boot entschneidert. Geil. Danke. Danke für deine Route, Vecchi. So, jetzt werden wir den Nace ND mal wieder versenken. Am besten in einem Barschmaul. Was fischst du das denn? Creed. Creed? Oh, Fisch. Fisch on. Guter Biss. Ja, Ist ein Barsch? ja, ich glaube. Ist aber größer als Markus seiner, sehe ich schon. Boah! Das ist der größte Barsch, den du hier gefangen hast, Vecchi. Alter. Naja, nicht der größte, aber. Doch! Das ist dein PB, Vecchi. So, nach dem Mittagspäuschen mal schnell einen rausgezuppelt hier. Das ist wirklich Das ist dein mein PB. Kannst du noch mal kurz ins Wasser tun? Ich muss. Das könnte mein PB sein. Schwimmen! Ich habe schon ein paar große, Herzlichen Robert. Glückwunsch, Junge. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon ein paar Ja, warte, große warte, Barsche warte. gefangen, aber der könnte Super. Gut. noch größer sein. So, der Barsch ist sicher über 40, ganz sicher. Das heißt, wir sagen jetzt der Organisation Bescheid. Die kommen vorbei, holen den Barsch ab, hält dann den bis morgen und dann wird er operiert. Aber dafür muss er erstmal abgeholt werden. Okay, Leute, jetzt ich bin gespannt. Kurz die Scale Moment of Truth, Alter. Aktueller PB mehrfach 52. Ein 53er kam bis jetzt noch nie bei mir. Vielleicht ist er größer, 54. Oh ja, das ist ein PB. Leute, schaut euch mal diesen fetten Barsch an. Hat den Net voll weggeknallt, ne? Ja, volle Lotte. Jetzt So, zeigt Leute. er, ob es ein PB ist, Alter. Wir messen ihn. Krass. Ne? Ne. 50 genau. So, der Kollege kommt ins Live-Well und wird dann auch schon in wenigen Minuten hier abgeholt. Da ist er bestens aufgehoben, kommt immer frisches Wasser rein, ein bisschen Sauerstoff. Das vertragen die Jungs sehr gut. Yes, mein erster Fisch auch aus Holland in diesem Jahr. Junge. Petri. Robert. Petri. Geil. Und das Geile ist, das ist jetzt nicht einfach nur ein Fisch, den wir gefangen haben, sondern das ist, Den kannst Teil- du einen Namen geben und dann. stimmt, wir können ihm einen Namen geben, weil das ist ein Teil eines Forschungsprojektes. First Cast TV macht hierbei was ganz Großes mit. Ich bin gespannt. Vielleicht bekomme ich ja in 1-2 Jahren Infos über den Fisch, den ich hier gemeinsam mit Robert und Dustin fangen konnte. Und weiß dann, wo der vielleicht in 2 Jahren rumschwimmt. Ich bin natürlich schwer begeistert, denn es gibt international keine einzigen Forschungsdaten zu Verhalten von Barschen über 50 cm. Sowas gibt es nicht. Und jetzt haben wir heute schon über verschiedene Boote mindestens 3 von diesen Fischen. Herzlichen Glückwunsch an Vecchi. Also es wird sehr interessante Daten geben, was die so treiben. Sind die Also- stationär, schwimmen die rum,
Wie wechseln die zwischen den verschiedenen Gebieten? All das ist unbekannt. Ich muss ja sagen, ich hätte es lieber, wenn du ihn gefangen hättest, weil dann wärst du schwimmen gegangen heute. Wir machen jetzt nämlich auch eine kleine Folge PB-Knacker draus. Ja, 46 ist dein PB? Ich wusste, dass es irgendwie einen Haken hat, hier auf dieses Boot zu gehen. Ja. Ich glaube, ich jig jetzt nur noch quer durchs Mittelwasser, damit ich bloß nicht noch so einen Fisch fahre. Da kommt er mit dem Speedboot. Hey. Oh, Fisch! Oh, Fisch! Fisch! Oh, jetzt sieht es. Leute, ich wollte gerade den Barsch übergeben und jetzt hat Dustin einen drauf bekommen. Guter Fisch? Ja. Das hast du gut getimt auf jeden Fall. Ja. Schöner Barsch. Yes! Yes! Der zweite. Carolina Rig. Next one. Ah, ja. Ich dachte schon wieder, es ist wieder so ein Tag, ich bin krank, ich fange nichts. Aber Könnte ein Fuffi sein. Carolina Rig, Raven und ist reingeknallt wie ein ganz großer, wirklich. Eigentlich ist gerade das Boot gekommen, um meinen Barsch abzuholen. Und in dem Augenblick fängt Dustin noch an. Ach, herrlich. Herrlich. So, mal hier euch die Scale vorbereitet. Ne, ist kein Fuffi. Nee. 47 wir da haben. 46. 46,5. Ja, 47. Ja, 47. Wunderschöner Fisch. Auf dem Raven. Carolina Rig. Ja, er ist reingeknallt wie ein großer und jetzt kann ich ihn leicht darüber geben. Can I give it to you right away? 47. 47. And one in the scale is 50. I give the 47 to you. So, und hier kommt der Fuffi. 50. Thank you very much. Oh, das sind dicke Barsche hier. Yeah, What's the biggest one today? 50? Okay. that's the biggest one. Really? So Leute, wir haben bis jetzt den dicksten Barsch, der abgegeben worden ist. Gut. So muss das sein. Lief. Thank you. Thanks a lot. Thank you. See you later. Bye bye. So schnell kann es nicht ändern. Oh, Jetzt war das ein braucht- Biss. Jetzt braucht nur noch unser Robert einen schönen Barsch. Ja, Einen ganz Dann- kleinen brauche ich. muss schon groß sein. Damit den Zuschauern nicht zugemutet wird. Doch, doch. Ja, bis jetzt Den- hätten alle Barsche ausgereicht. Nee, der von Markus nicht. Aber die anderen beiden hätten dich baden geschickt. Korrekt. Robert, warum müssen wir die Fische jetzt über Nacht hältern und können die nicht direkt besendern? Das ist beim Barsch ja so eine Besonderheit, beim Zander auch. Die haben ja keine Verbindung der Schwimmblase zur Darm. Das heißt, wenn die jetzt aus einer leicht größeren Tiefe kommen, 4, 5, 6 Meter, und man die dann etwas länger am Boot hältert, weil man zum Beispiel auf das Hälterboot wartet, dann entsteht dieser Druckausdehnung, ne, weil die Gase dann sozusagen in die Schwimmblase gehen. Und dann hätten die Fische, wenn man sie dann zurücksetzt, Probleme mit dem Abtauchen. Wenn man sie dann eine Nacht hältert, dann ist der Druckausgleich wieder gegeben und dann kann man die besser besendern und wieder wegschwimmen lassen. Also sofort. Biss. Fisch. Oh, weg schnell. Kescher, Kescher, Kescher. Nein! Nein! Ich konnte noch nicht Das hinkommen. war ein Fuffi. Ich konnte noch nicht Ja, hinkommen. ich weiß. War ein Fuffi. Oh Oh, nein. Scheiße. Das war ein Fuffi. Oh, es haben 30 cm zum Kescher gefehlt. Ich habe mich schon komplett ausgestreckt. Oh Gott, ey. Raven. Diesmal habe ich so gemacht, wie ich es dir gesagt habe. Mit warten, hättest nicht warten sollen. Da hätte ich noch ein bisschen länger warten sollen, glaube ich. Oh Gott, ey. Ah, schade. Ja, da kam jetzt der Biss dazwischen, was ich eigentlich nur sagen wollte, wenn die Fische dann eine Nacht gehältert wurden, dann hat sich der Druck wieder entspannt. Die Schwimmblase ist wieder normal und dann kann man die besendern und wieder vernünftig zurücksetzen. Und dann schwimmen die auch ohne Probleme weg. Biss. Ah, vorbei. Ja, Biss. Nein, Mann! Fuck! Zweimal hat er sich den genommen. Gibt ja noch eine Faustregel, das denn? Zigarettenlänge warten immer. Ja, Muss das Drillen noch ein bisschen üben. hat ja eine große Fresse. Ein Fisch hat ja eine große Fresse, ne? Ich erinnere dich an die letzten Angeltrips, Becky. Ich lebe in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Ja, ich bin aus dem Alter raus, wo ich auf YouTube Fische fangen muss. Da bin ich auch. Aber ich mach's halt immer noch, weißt du? Ich bin auch zum Glück aus dem Alter raus, wo ich auf YouTube zeigen muss, dass ich viel fange. Warst du schon mal jeweils in dem Alter? Nein, Spaß. Ich bin happy, dass ich mich entschneidern konnte, weil das ist tatsächlich mein erster Fisch in diesem Jahr aus Holland. Bei unserer Rolling Rods Tour hat es bei mir nicht so gut geklappt.
Und deshalb bin ich schon echt happy, dass es jetzt geklappt hat. Schnarcht er? Der Typ. Das ist unglaublich. Ich hier mit 40 Fieber, krank, quäl mich hier durch. Becky, die alte Kackbratze, legt sich dahin und pennt. Aber klar, ey, ich meine, er hat einen Fisch gefangen. Das ist für ihn, mehr braucht er nicht. Naja, sei ihm gegönnt. Wieso? Die Embryonalstellung. Ein Fötus. 100%. Weiter geht's. So, kurzes Päuschen gemacht und jetzt geht's weiter. Mal schauen, ob es jetzt klappt, dass wir Robert zu seinem PB führen. Fängt auf jeden Fall jetzt eine richtig heiße Zeit an. Die Sonne steht schon ein bisschen tiefer. Da müssen die Barsche doch in Beißlaune sein. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ab ins Warme. Ja. Ah, na, wir haben morgen früh direkt noch ein paar Stunden, bevor es dann zum Markieren geht. Genau. Jetzt geht's erstmal nach Hause, schlafen. Aber es wurden heute 31 Fische gefangen Ja. und zum Besendern in die Hälterung gebracht. Und Das die ist gut. Schauen wir uns morgen an. So, ab in den Hafen. So, wir haben uns ausgeruht, sind ein bisschen fitter als gestern. Und heute ist was ganz Besonderes. Was machen wir heute? Außer Fische fangen? Wir wollen heute in die Fische von gestern Sender einsetzen. Ja. Mit Operationen und so weiter und so fort. Da seid ihr dabei. Und ihr seid dabei, wie Robert heute noch schwimmen geht, weil wir werden ihn natürlich noch Heute. zu seinem PB führen. Heute klappt's. Heute klappt's. Gestern. Los geht's. Die 56 schaffen wir heute? Ja, Die Chance. 46. Ich glaube, wir haben die Chance hier. So, jetzt sind wir da. Jetzt geht es wirklich daran, die Barsche aufzuschlitzen. Das wird der Titel auch. Wir schlitzen 50er Barsche auf und setzen Sender ein. So, das machen wir jetzt. Oh. Puh. Thanks, Henry. Henry hat uns abgeholt, netterweise. Wir kommen nicht so nah. Henry ist mit Robert verantwortlich dafür. Henry arbeitet für Fish Advice. Fish Advice. Yeah. Correct. But we have to speak English, right? Yeah. You don't understand German. Not so well. We know each other from competitions, and now we have a nice project together. But you will cut now the fish and put in some transponder. I make a little incision in the belly, Uh-huh. and then put the transmitter in, Okay. and close it again, and then we can follow the fish for 2 years. Okay. Let's yeah. let's go and do the operation. Yes, let's do it. Wir schnappen uns jetzt den Projektmanager, den Nils, und er wird uns mal den Prozess von Anfang bis Ende erklären. Let's start with getting a fish out of the net into the bucket. Well, can we start at the beginning? So first catching the Oh fish, yeah. yeah? We did that already. Also es war so, sie haben die gefangenen Fische in Netze gemacht, die flach gefangen wurde in ein flaches Netz, die tief gefangen wurde in ein tiefes Netz, und über Nacht haben sie 80 cm die Fische angehoben pro Stunde, damit sie ausgasen können. Genau. Yeah. Ja. So they're fully acclimatized to surface pressure. Then we store them in a Norwegian keep net altogether. That's the next step. Ja. And then we can take them out by 5 at a time and put them in a big bucket. Nice. Well, let's go to the bucket. Yeah. So now we have, Niels, Yes. 4 nice fish in here. Beautiful fish. They can grow over 50 centimeters. Today we have a fish that's 52 centimeters. This is the next step. We're going to keep them until the guys that do the surgical procedure are ready. So and then they're going to be sedated. Aha, okay. Ja. Also er hat gesagt,
aus dem Lachsnetz oder aus dem norwegischen Fangnetz kommen die hier rein, dann werden sie hier genommen und da gehen wir gleich hin und dann werden sie betäubt, weil vor der OP müssen sie natürlich betäubt werden und das passiert da drüben. Das passiert drüben. Ja. Let's go. So it would be very interesting. Yeah. What is inside here? This is you see the blue decklet here? Yeah. Yeah. So there's benzocaine in there. Okay. And we use it to sedate the fish. Okay. We use it one at a time. If I would go in there and lay there a You while, will fall asleep. Okay. That should not that And bad. we can surgically implant the transponder. Yeah. My wife Yeah. would, my girl would maybe like it to see where I am all the time, but Okay, great. Yeah. yeah, she would just see me fishing. That's boring, maybe also. Also er meinte gerade hier diese blauen Dinger, da ist Benzocaine drin. Dafür werden die betäubt, die werden auch mit ins Wasser gelegt. Und dann der nächste Schritt ist, wenn sie betäubt sind, werden sie hier auf eine Measurement gelegt, gewogen, gemessen, fotografiert und von hier geht es dann in die OP, wo sie frisches Wasser durch die Kiemen bekommen und dann am Bauch ein Schnitt gemacht wird, die Flossen entfernt werden, Scales, also Schuppen entfernt werden, damit man unabhängig von dem Transponder auch feststellen kann, wie alt sind sie. Right? The scales are The scales for the age. For the Yeah. age. And the fin. Correct. And the fin clip is to check the genetics. Ah, thank you. Yeah. Thank you so much. Guck mal, wie groß der Tag ist, ne? Das ist Wahnsinn. Super interessant. Also, wir haben noch mal gerade gesprochen, der Tag wiegt 11 Gramm und somit ist man da in der Regel, dass der maximal so 2% des Gesamtgewichts des Fisch schwer sein darf. We close it now with surgery wire, especially made. It's the same what they use in the hospitals for your surgeries. I hopefully don't have a surgery soon, but yeah. Then they will use this. Also Henry hat gerade nochmal gesagt, das ist das, was man auch wirklich für Menschen nimmt. Und so einen Monat hält das, dann ist erstens die Wunde verschlossen und zweitens löst sich der Faden auf und ist verschwunden. Schon extrem krass, was man hier alles so machen kann, ne, mit den Tieren. Ja. Super spannend. Das ist super So nice. we turn it around. Okay, jetzt wird er umgedreht, der Fisch. Und das ist nämlich noch nicht vorbei. Henry nimmt jetzt noch Proben von Schuppen, um das Alter zu bestimmen. Und er nimmt viele verschiedene an verschiedenen Stellen, weil die Fische auch manchmal Verletzungen haben. Die wachsen danach, die Schuppen, und können dann nicht zeigen, wie alt sie sind, weil es natürlich eine neuere Schuppe ist. What would you guess? How old is this one, this fish? I think this fish will be around 20 years. Oh, crazy. 15, 20 20 years. Yeah. So, But normally that would be the age, but I think they grow really fast here Yeah. because we have such good food sources, ja. and then they grow faster. That's one. And two. Okay. Then we have the final step. That's the Floyd tag. Ja, der finale Schritt jetzt, der Tag. Number 185 at the end. When an angler catch the perch again, they can report it on the website. There's a website on the label here and a unique number. Ja. And if you report it, you get a €10 reward. Oh, nice. So, Wir packen euch den Link auch mal in die Videobeschreibung, falls ihr ein bisschen Geld parallel verdienen wollt. Geht da hier angeln. 10 Euro pro Fisch. Und was wichtig ist, was Nils nochmal gesagt hat, ganz wichtig, den Tag nicht abschneiden, der muss dranbleiben, damit viele Leute das natürlich noch sehen können. Und hier frisches Wasser, hier wachen die jetzt auf und das ist der ganze Prozess. Number 3. Nice. So, die ersten 3 Fische sind markiert. Die werden jetzt transportiert und freigelassen. Da sind wir natürlich auch dabei. Nils und Henrik übernehmen das. Und danach haben wir noch 1-2 Stunden zu angeln, bevor es nach Hause geht. Und die nutzen wir, um Robert zu seinem PB zu bringen. Wichtig. Okay, we're going to release the fish. Let's see what happens. Yep. So, jetzt sind sie frei und jetzt geht's aufs Wasser zum Angeln.
Roberto. Roberto hat schon Schiss. Nils, Yes. thank you very much. Thank you so much. Letting us being part. Also Henry, also Robert, of course. See you on the And water. now we try to catch some fish. But we have a rule in First Cast TV. If you catch your personal best on the boat, you have to swim. Okay. It's let's not do that. First Cast TV, I think it's everywhere the same. Yeah, right? yeah. So we want to see him swim. So that would be funny. You have your life jacket already on, so let's go. Okay, thank you. Und wir gehen angeln. Komm. So. Ich probier's mit Carolina, Rick. Robert? Ich nehme einen Netrick. First Cast TV. PB-Knacker. Hauen raus. So Leute, First Cast für mich. Ich habe mir die Dragon am DLT1 montiert. Schauen wir mal. Herrlich, ein bisschen Sonne heute, nicht so viel Wind. Schon viel angenehmer als gestern. Jetzt noch ein paar dicke Barsche. Dann wäre das doch ein perfekter Mittwoch. Fisch, Biss. Fisch. Dicker Barsch. Dicker Schöner Barsch? Ja, sehr dick. Oh ja, der ist schön. Wie lange angeln wir, Jungs? Ja, nicht so lange. Yes! 3 Minuten vielleicht. Ich habe gerade meinen zweiten Wurf gemacht. Geil, auf was hast du gefangen? Sea-Rig. Raven. 4 Inch, 5 Inch? 5 Inch. Ja, und jetzt gehe ich wieder weg von dir. Du bist todkrank. Ja. Am Ende werde ich auch noch krank. Ich bin todkrank. Für die Verhältnisse hier kein ganz großer, aber auf jeden Fall ein wunderschöner Fisch. Boah, guckt euch diesen wunderschönen Fisch an. Hier auf den Raven. 5 Inch. Ja, 45 hat er auch locker. Die Profis können das. Ich guck zu. Nee. Das ist schon beeindruckend genug. Nee. Du machst Ich glaube, wir müssen zum Bodden zurück. So Hechtschlappen, das kann ich gut. Ja, da hat der lange mal wieder einen vorgelegt. Nicht mal 5 Minuten geangelt, geil. So, erste Fisch ist im Boot, aber das Wichtige ist immer noch, dass der Professor jetzt mal einen fängt. Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Oder fängst du jetzt keine Fische, weil du Angst hast, du musst schwimmen? Ich habe gerade den Haken abgemacht, weil die Angst vor der Kälte. Die hat der Kameramann auch. Wir blenden mal ganz kurz noch mal ein, wie er sich angestellt hat. Na los, komm! Einmal bis zur Schulter. Und was ich immer spannend finde, wenn ich mit dir unterwegs bin, es gibt immer so neue Einblicke und Erkenntnisse. So, letztes Jahr konnte ich ja einen 55er fangen, dieses Jahr auch noch. Man fragt sich ja immer, erstens wollt ihr herausfinden, warum werden die so groß, aber kriegt man dadurch auch raus, wie groß sie am Ende wirklich werden, die Fische? Also welches Potenzial da im Wachstum steckt oder ist das eher nicht der Fall? Ja, also zunächst einmal, Fische werden nur groß aus 2 Gründen. Es muss genügend und ansprechende Nahrung da sein. Offensichtlich ist das hier im Rhein-Delta der Fall. Ja. Und die müssen alt werden. Und Fischerei, wenn man viel entnimmt, tötet halt Fische. Die werden nicht mehr alt, deswegen sind sie im Durchschnitt kleiner. Sie sind trotzdem schnellwüchsig, aber werden nicht so alt. Und hier hast du ja natürlich sehr viel zurücksetzen und viel Nahrung und es ist relativ warm. Und deswegen werden die groß. So durch unsere Studien können wir die Maximallänge nur theoretisch abschätzen. Okay. Aber das Gute ist, wenn wir halt möglichst viele große Fische auch altersbestimmen, dann können wir über Wachstumsanalysen dann das theoretische Maximalalter bestimmen. Okay. Also mit diesen 72 Tieren, wo wir jetzt auch Altersbestimmung machen, können wir zumindest sagen, was die theoretische Maximallänge hier im System ist. Und was ist deine Vermutung? Na, ich denke mal, dass es halt irgendwo bis 60 theoretisch möglich ist. Aha. Ist also noch viel Luft nach oben. 55 muss nicht Ende der Fahnenstange sein. So, jetzt haben wir ungefähr eine Stunde Zeit, um Robert und mir noch einen Barsch zu bestellen, weil ich habe auch noch keinen gefangen heute. Ich bin auch noch Schneider. Robert! Komm Robert, das kann nicht sein. Du kannst hier nicht ohne Fisch nach Hause gehen. So sieht das aus. Robert, wir versuchen ja mit unseren Ködern immer auch das natürliche Futter der Barsche irgendwie zu imitieren. Was ist denn das Hauptnahrungsmittel von den Barschen, vor allem hier in Holland? Ja, auch das ist etwas, was wir natürlich jetzt erstmal richtig untersuchen wollen. Aber man kann erstmal davon ausgehen, dass sie natürlich fischfressend sind. Das ist ja bei Barschen so ab 15, 20 cm. Stellen die um von Wirbellosen auf Fische vor allen Dingen. Aber die bleiben zeitlebens halt auch eine Art, die wirbellose Tiere frisst. Zum Beispiel Krebse,
Shrimps, hier gibt es Süßwassergarnelen. Alles, was so größere, wirbellose Tiere sind und Fische, werden die halt fressen. Und ja, das bringt halt viel Energie und deswegen ist das Wachstum wahrscheinlich eben dadurch begründet, dass sie wirklich große, wirbellose Tiere, Krebse und so weiter haben. Dann liegen wir mit unseren Krebsen schon mal ganz richtig. Wir haben nur noch ein paar Minuten und das Schöne ist, es ist nicht nur kalt, windig und es beißt nichts, sondern es fängt jetzt auch noch zu regnen an. Herrlich. Letzter Köderwechsel. Das Geile ist, den Nace DLT 2 gibt es auch in 15 Gramm. Und an so Tagen wie heute, wo es windig ist und wir jetzt ein bisschen tiefer angeln, so auf 5-6 Meter, wo der Grundkontakt nicht mehr so easy ist, ist es ideal, wenn man den 15 Gramm wählt. Weil damit hat man auf jeden Fall sauberen Grundkontakt. Ein Fisch gab es an diesem Tag für uns leider nicht mehr. Allerdings gibt es Stand jetzt, knapp 3 Wochen später, schon 3 Wiederfänge. Daran sieht man auf jeden Fall, dass die Barsche ziemlich aktiv sind und mehrere Kilometer zurücklegen. Das Gewässer haben sie jedoch noch nicht verlassen. Ihr seht, wir sind zurück. Es hat leider kein Barsch mehr gebracht und wir müssen 800 Kilometer fahren, deswegen brechen wir jetzt ab. Es war mir eine Ehre, es hat wieder Spaß gemacht, Robert. Vielen Danke Dank euch. Robert, vielen lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, checkt mal, sag mal, wie ist dein Instagram? iFishman Science. Hier in der Videobeschreibung abchecken. Und ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentiert, abonniert wie immer und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.